Hi, I'm Andre from ExpectingMrBond.com and I'm live at Gamescom 2025 here at the business booth of IO Interactive. On the right side you've got the Aston Martin DB5 and IO has also prepared a little photo booth here on the left side. What's happening inside I'm not allowed to tell you because I've signed an NDA. But let's continue our IOI booth tour here at Gamescom. We've just seen the legendary Aston Martin DB5 in outstanding condition and rightfully one of the most beautiful cars in the world, though presented completely without gadgets. Now stepping outside behind Hall 8 at IOI's public booth, we find three more highlights. The Land Rover Defender 130, briefly glimpsed in the reveal trailer parked on the MI6 training grounds. The Triumph TF250X, which in QLab can be paired with the Omega Seamaster to ignite a fiery turbo boost reminiscent of Never Say Never Again. And finally the Aston Martin V8 in its striking yellow. At first glance it bears strong resemblance to the DBS seen in the trailer during the chase in the Slovakian mountains where 009 is pursued by Bond. The two cars differ especially on the front, but in the trailer we have only seen the vehicle from behind and from the side, so the similarity is striking. IOI has confirmed to us, however, that the car featured in the trailer is indeed a DBS. And with that, let's hear it from the fans. Visitors sharing the personal connection to Bond and their expectations for 007 First Flight. Meine Mutter schwärmt halt von, ich glaube Sean Connery hat ihn gespielt und... Also bei mir schon in frühen Jahren schon, habe ich James Bond geguckt. Ich glaube es war schon 1998. Ja, echt ohne Spaß. Ich habe auch so 2 James Bond T-Shirts. Ich habe die mit Daniel Craig gesehen. Es waren krasse Filme, waren gut gemacht. Yeah, so I've always liked playing the James Bond games. I remember playing the first one on the Wii, funnily enough, where it's just quite on rails, and it's great to see that the series has got something more modern available to play soon. Eigentlich mit Sean Connery. Den fand ich ehrlich gesagt recht gut. Roger Moore fand ich flach. Aber ich muss sagen, die neuesten mit Daniel Craig waren doch von einer ganz anderen Tiefe in der Darstellung. Also die haben mir doch am besten gefallen. Ja, auf jeden Fall meine Kindheit. Komplett, ich bin mit dem Film vollständig aufgewachsen. Ich habe jetzt einen Film gesehen, das war jetzt der letzte Film, der neueste. Oh, No Time to Die. Ja, No Time to Die. Fantastischer Film, großartig auf mich gewirkt, im Kino gesehen. Frauen, diese schönen Anzüge immer. Einfach Mann sein, ne? Mit Stil. Bond ist halt einfach ein Name. Ist halt irgendwie so eine Art, ich sag jetzt mal fast Legende. Man kennt es halt in jeder Altersgruppe. Sehr coole Autos, viele starke und schöne Frauen. Wie der es immer so schafft, diese Mission zu machen. Also ich feiere das einfach. Schon als kleines Kind habe ich das gefeiert. Tolle Autos und tolle Frauen. Schon so ein bisschen wie im Film, ne? So Missionen, dies, das. 100% so, ja. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es richtig krass wird auf jeden Fall. Some good stealth, you know, going around completing missions and kind of in the way you can in Hitman as well, just a lot of different options for completing it. So, you know, if you want to just go in and mess it all up, that might be an option. And if you want to do it, you know, a bit more properly, a bit more like the movies, it'd be great to see, you know, some really strange and odd ways of going about it as well. Verständlich sein, es darf nicht zu kompliziert werden in der Story. Die Steuerung ist so bei mir persönlich so ein Thema. Es sollte jetzt nicht irgendwelche, weiß ich nicht, 50.000 verschiedene Taschenkombinationen haben. Es muss leicht zugänglich sein, einfach auch für jeden, der vielleicht nicht so wirklich mit James Bond was zu tun hat. Aber es muss auch interessant genug sein, dass es für Leute, die James Bond kennen, attraktiv wird. Das sind so einfach, ja, es darf nicht zu viel, ich glaube, es wird eine gute Mischung wahrscheinlich aus, ich sage jetzt mal ein bisschen Ballerei, ein bisschen vielleicht so, ja, sneaky Passagen haben, vielleicht auch, weiß nicht, ein paar Rätsel. Wie so ein Krimispiel eigentlich. Aufgaben lösen, Ideen entwickeln, Lösungen finden, wäre wahrscheinlich interessanter als das reine Geballer. Ja. Immersion, so nach dem Motto, ich spiele dieses Spiel, ich habe den Film gesehen, ich möchte mich fühlen, als ob ich im Film gerade wirklich drin bin. Also einfach
fast schon wie so ein interaktiver Film eigentlich. Also ich glaube, da kommen halt viele Punkte. So, einfach vom Gefühl her, Musik, die Umgebung, die Mission. Ich finde das super interessant. Finde ich total. Einfach mal zu sehen, okay, wie kommt er überhaupt dahin? Wie gerät er in das Ganze rein? Also das macht so, glaube für mich persönlich den Reiz aus. Yeah, I think there's been a lot of movies around, the Craig era of James Bond already, so having something new is probably more interesting to me at least. Man kann da ohne Filme gesehen zu haben, auch einzusteigen. Also einfach für die Playerbase ist das, glaube ich, super cool. Was bedeutet dieses 007 eigentlich wirklich? Und das finde ich eigentlich schon cool, also gute Idee. Für mich selber ist der Einstieg eigentlich perfekt, weil wir ja im Prinzip nichts darüber wissen. Das wäre ja für das Spiel ein schöner Start, weil man wäre damit unabhängig von den Filmen. Ach, von denselben Hitman. Ah! Ja, dann kann es ja nur gut sein, wenn es vom. Ja, dann muss es ja nur gut sein. Also, wenn es von denen ist, dann kann ich es mir gut vorstellen. Also, Hitman könnte ich mir ein Spiel vorstellen von James Bond, das ähnlich aufgebaut ist eigentlich. Ich könnte mir das eigentlich ziemlich gut vorstellen, ja. Making sure he's got his Aston, his Land Rover, that have always got some interesting tricks up their sleeves, whether it's guns that come out the headlights or what have you. So I think having that sort of, the British icons is probably the main thing for me. Ich glaube, das könnte gut werden. Oh, gute Frage. Also an sich reicht für mich das James Bond eigentlich schon. Aber ansonsten halt eben im Prinzip wie in den Filmen mit den Autos, dass man halt eben auch wieder so eine coole Geschichte machen darf und dass man sie halt eben wirklich mal selber durchspielen darf. Okay. Also ich stelle mir das ziemlich gut vor. Also ich würde es auf jeden Fall spielen. Für mich hört sich das interessant an. Ich spiele seit 2007 World of Warcraft und leite eine Gilde in World of Warcraft seit 2007. Ich spiele World of Tanks mit einer 5-stelligen Anzahl von Gefechten. 007 ist eine der weltbekanntesten Marken. Also ich denke, da kann man was draus machen. Ich bin ein richtiger James Bond-Fan, zu 100%. Ich kaufe das sowieso. Ja, klar. That wraps up our tour here at the RI booth at Gamescom. If you like to dive deeper into all things 007 First Light, from vehicles and gadgets to story analysis and community insights, check out my independent fan site, expectingmrbond.com. See you there and stay tuned for more.